Guten Morgen. Ja, ich sitze hier und warte auf meinen nächsten Französischkurs. Und so kann ich kurz die Zeit nutzen, um zu berichten, was sich getan hat. Denn wir sind mitten in der Renovierung und Umbau von dem einen Bungalow hin zu einem Yogasaal, der dann Ja, die Menschen, die uns kennen, die wissen, dass wenn wir den endgültigen Plan haben, wir die Sachen auch umsetzen. Und zwar recht zügig. Und wir haben uns überlegt, dass wir hier in Bälde unseren Yogaraum aufmachen. Wir haben hier jetzt schon weggenommen. Fenster, die Türen raus, Oberlichter weg. Und wir gehen dann praktisch auf einer Ebene raus bis hierher. Hier sozusagen auf dieser Höhe haben wir dann noch etwas Überstand und kommen dann mit der Tür hier hin und haben dann insgesamt einen Raum von etwas über 50 Quadratmeter, 52, 53. Ich versuche möglichst viel zu retten, das wir dann brauchen können für die Cabana. Und heute vorhin, oder vor einer halben Stunde kam der Yannick. Ich bin so beeindruckt, also da drückt es mir fast die Tränen in die Augen, ganz ehrlich, weil das erwartest du nicht. Ich bin wirklich echt geflasht einfach. Let me tell you a story. Für die Silvia ist es wichtig, dass sie ihren Platz hat, wo sie den Yoga-Unterricht machen kann. Und im vergangenen Jahr hat sich das als äußerst schwierig herausgestellt, einen Platz zu finden. Entweder sind die Räume belegt und selbst wenn es nur einmal in der Woche ist mit Yoga, dann kommst du da nicht rein. Dann gibt es, das sind die Räume, die von Association vermietet werden, also von Vereinen, die sich gebildet haben, die dann sozusagen auf den Gebäuden, auf den Räumen sitzen und dann eben Yoga-Lehrer anstellen. Da bekommst du sehr, sehr wenig Geld und teilweise sind die Räume klein und meistens kommst du aber gar nicht rein. Wenn dort ein Yoga-Lehrer drin hockt, der nur eine Stunde in der Woche macht, dann blockiert er das alles und insofern war das einigermaßen schwierig. Dann gibt es die privaten Vermieter und die nehmen unglaublich viel Geld. Da wäre jetzt ein Angebot gewesen, das hätte im Monat 275 € gekostet. Einen Raum, in den du 6, 7 Leute reinbekommst und dann auch nur Zeiten, die relativ schlecht sind. So, jetzt wird gerade der Sonnenschutz runtergelassen und dann ist es hier natürlich auch angenehmer zu sitzen. Dann erzähle ich mal kurz weiter. Ja, und im letzten Video hatten wir noch überlegt, wir werden diesen Raum herrichten, damit er irgendwann dann genutzt werden wird und wir ziehen es jetzt einfach vor. Ich habe im letzten Video auch darüber gesprochen, was uns, denke ich mal, auszeichnet, einfach strategisch vorzugehen und dann entsprechend zu handeln für das, was am besten ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der jetzigen Situation mit den Aussichten auch für die Silvia, für einen Raum mit Yoga, haben wir dann einfach entschieden, wir ziehen das jetzt alles vor, bevor sie sich einmietet und da dann am Ende auch noch längerfristig gebunden ist, einen Anfängerkurs startet mit Leuten, die dann halt an einen Ort gewohnt sind und dann wieder woanders hingehen sollen. Da haben wir gesagt, nein, wir warten jetzt ein paar Wochen, wir ziehen das vor und versuchen diesen Raum direkt herzurichten. Es ist wieder wirklich toll, wie die Leute uns unterstützen. Abrufarbeiten jetzt mit Yannick, der einfach wirklich eine Bank ist, mit dem ich super zusammenarbeiten kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den vielen Jahren auch mit mit Sanierungsarbeiten noch nie mit jemandem so schön zusammengearbeitet. Man sieht einfach, wenn der andere was braucht, wenn der andere Hilfe braucht, ein Werkzeug, dann gibt man das. Es ist ohne viele Worte und wir kommen total gut voran. Und vor allem haben wir auch echt immer noch Spaß dabei. Bevor das hier zu Bungalows umgebaut wurde, war das eine Doppelgarage. Und hier sieht man noch, da war ein Rollladen, ein Rollotor, das da hinten reingeht. Da ist der Rollokasten. Das nehmen wir jetzt alles komplett raus.
Okay, für heute sind wir fertig. Wow, sieht cool. Und hier hinten machen wir wieder zu. Da musste ich bloß von der Seite die Bretter rausnehmen. Das ging nicht anders. Da unten sieht man noch die restlichen, die kommen auch noch raus morgen. Und insofern machen wir das hier auch alles weg. Beim Holzeinbau wurden wahnsinnig viele Schrauben verwendet, aber vor allem wurde sehr, sehr viel geschossen. Also diese Nägel, diese ganz dünnen Nägel, mit denen jedes einzelne Nut- und Federbrett vernagelt wurde, was extrem aufwendig ist und was natürlich auch dafür sorgt, dass viele der Bretter dann am Ende auch kaputt gehen, weil du sie nicht anders herausbekommst. Und das Ganze ist nicht nur schweißtreibend, sondern auch fitnessfördernd, denn ich komme, und der Janik wahrscheinlich auch, auf zwischen 8 und 15 Kilometer Laufzeit in der Baustelle pro Tag und das ist schon gewaltig. Hier sieht man diese Nägel. Das ist natürlich wirklich ultra brutal. Da musst du von unten dann klopfen und von oben mit dem Kuhfuß dagegen gehen, um die da rauszukriegen, diese massiven Bretter. Das ist echt krass. Aber ansonsten ist alles raus. Halbe Stunde noch, dann war es das für heute. Ja, und das ist das, was wegfliegt. Da sind die Balken. Hier sind Bretter, die sind schon alle entnagelt. Sind halt in allen Farben. Aber Mai, wenn wir die für unten für die Cabana brauchen, ist auch egal. Da sind die ausgebauten Fenster. Das ist krass. Ich bin dann schon fertig. Heute ist schon Freitag und vor uns liegt das Wochenende mit dem Konzert Frankophonie. Darüber habe ich schon berichtet und insofern seht ihr, dass ich mit der Berichterstattung ziemlich weit hinten dran bin, weil es ist einfach nicht zu schaffen, während diesem ganzen Wahnsinn hier noch die Videos zu produzieren, zu schneiden. Aber noch ist der Freitag nicht vorbei, denn schließlich kam der Bohrhammer zum Einsatz und das ist nicht nur extrem laut, sondern auf diese Art und Weise kaum zu bewerkstelligen. Und daher werden wir dort mit schwererem Gerät anrücken müssen. Und dazu kommt, dass wir in dieser Woche dann nicht nur ganz normal unserer Arbeit nachgegangen sind, sondern auch den Umzug vorbereitet haben. Wir haben das Internet installiert, sodass wir auch im neuen Haus jetzt arbeitsfähig sind. So bleibt es spannend und bleibt uns gewogen. Like, Abo und freut euch auf den nächsten Teil.